Problem ist im Moment, wie ich mit dem Typen umgehen soll. Ich krieg schon Schweißausbrüche, wenn wir beide im gleichen Raum sind. Ich habe mich gerade auch total verknallt. Mir geht's genauso. Sobald ich ihm gegenüberstehe, kriege ich den Mund nicht auf. Was soll das heißen? Ich hatte Sie gewarnt. Legen Sie sich nicht mit mir an. Und jetzt bezahlen Sie dafür. Sie haben das alles. Wie war das noch? Danke und tschüss. Na, fällt der Groschen? Sich mit mir anzulegen, war der Fehler Ihres Lebens. Sie haben doch nicht im Ernst geglaubt, dass Sie davonkommen. Sie haben Camilla auf mich angesetzt. Sie haben dafür gesorgt, dass ich Food for Little kaufe. War ein Kinderspiel. Ich musste ja nur auf Ihre Profitgier bauen. Und Sie haben mir auch das verdorbene Milchpulver untergeschoben. Und ich habe dafür gesorgt, dass Sie danach Ihre Visage stolz im Fernsehen präsentieren. War auch ganz leicht. Sie waren folgsam wie ein Hündchen. Du Drecksack! Ich bring dich um! Ja! Tja, in der Gosse zu landen ist hart. Da ist man auf das Mitgefühl anderer angewiesen. Gilt das auch für Leonhard? Darf er bei der Beerdigung dabei sein? Arno. Sie werden der Beerdigung fernbleiben. Wir wollen Jana das letzte Geleit geben. Das ist in seiner Anwesenheit nicht möglich. Arno, das ist nicht dein Ernst. Du kannst Leonhard nicht verbieten auf die Beerdigung. Ich kann Sie verstehen, Herr Brandner. Jana war wie eine Tochter für Sie. Sie sind wütend und aufgebracht. Aber ich werde mir von Ihnen trotzdem nicht verbieten lassen, mich von meiner Frau zu verabschieden. Ihre Frau? Jana war schon lange nicht mehr Ihre Frau. Weil Sie Ihre Finger von Sarah nicht lassen konnten. Wenn Sie sie nicht geliebt haben, warum haben Sie sie nicht gehen lassen? Als Ihr Herz noch gesund war, als sie die Chance auf ein neues Leben hatte. Sie haben uns Jana für immer genommen. Ich kann Ihren Anblick auf dieser Beerdigung nicht ertragen. Willst du nicht noch einmal in Ruhe über alles nachdenken? Und du verteidigst ihn auch noch. Leonhard hat Jana geliebt. Er leidet schrecklich unter ihrem Tod. Ach, was soll denn das für eine Art von Liebe gewesen sein? Oh, natürlich, ich vergaß. Für dich ist es absolut normal, jemanden zu betrügen, der verheiratet ist. Arno, bitte. Warum willst du nicht sehen, was er Jana angetan hat? Dabei ist es hier passiert, unter deinen Augen. Elisabeth, ich bin dir entgegengekommen. Dir und dem Rest deiner Familie. Ihr könnt Jana verabschieden. Aber nicht Leonhard. Er hat sie auf dem Gewissen. Wie kannst du so etwas behaupten? Leonhard ist doch nicht schuld an Janas Tod. Ich bitte um Verzeihung. Nicola Gräfin Lahnstein ist soeben eingetroffen. Hallo. Das ist Johannes und jetzt Jana. Ich dachte, mit ihrem Herzen ist wieder alles in Ordnung. Warum ist sie jetzt tot? Komm, Nico, ich bring dich heim. Nein, ich will zu Leonhard. Wenn du mich brauchst, ich bin zu Hause. Nico. Oh, ich hab dich gar nicht gehört. Ja, ich hab nur Deo. Ich brauchte Deo. Rasierschaum. Das Rasierschaum.
bin auch gleich fertig. Übrigens, diese Judith, die letztens da war, die hat sich das Zimmer angeguckt. Ich fand sie echt nett. Ja, wäre klasse, wenn wir bald einen Ersatz für Lars finden würden. Ja. Hättest du was dagegen, wenn sie heute Abend vorbeikommt? Ich könnte was kochen. Nö, ich hab frei. Na, die schreiben ja ganz schön böse Sachen über dich. Dabei hast du doch ein reines Gewissen. Wie wär's, wenn du der Presse mal den Tipp gibst, bei der von Bernig vorbeizuschauen? Camilla, die war doch nur der Lockvogel. Dahinter steckt Ansgar. Ansgar? Du willst mir doch nicht erzählen, dass Ansgar dich dazu gebracht hat, Millionen für eine Firma auszugeben, dann das Produkt vergiftet hat und dich vor laufender Kamera auffliegen lässt? Ja, hast du nichts gemerkt? Du solltest dir nie zu sicher sein. Diese Lektion habe ich von dir gelernt, mein Lieber. Die wird Ansgar auch noch lernen. Ich nehme an, du kannst ihm nichts beweisen. Noch nicht. Aber das zahle ich ihm heim. Und zwar mit Zins und Zinseszinsen. Nico, der Schrecken des Amazonas. Na, Vaters Tod war wohl nicht Anlass genug, mal hier vorbeizuschauen? Der reiste um die halbe Welt und verpasst hier das Beste. Als Hannes wieder aufgetaucht ist, habe ich mich wirklich für dich gefreut. Aber du hast so viel Glück gar nicht verdient. Und das wusste Johannes, sonst hätte er nicht Carla zur Haupterbin gemacht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich spreche von dem gefälschten Testament, in dem Hannes alles bekommt, was du gerne hättest. Aber mit der Nummer kommst du nicht durch. Langweil doch jemanden anders damit. Ich muss los. Du miese Ratte. Der einzig echte Landstand, den es noch gibt. Mal wieder eine Freude, Ansgar zu treffen, nicht wahr? Ich bin nur froh, dass Johannes nicht mitbekommt, wie er sich hier aufführt. Ich vermisse ihn so. Und Jana, sie war immer da, sie war immer ein Teil von meinem Leben. Ich weiß gar nicht, wie ich ohne sie weitermachen soll. Guck mal. Sie wollte, dass du den hier bekommst. So kannst du immer bei ihr sein. Als sie gestorben ist, da bin ich aufgewacht und habe für einen Moment keine Luft bekommen. Ich hatte totale Panik. Sie hat so viel Scheiß in ihrem Leben erlebt. Aber mit dir war sie endlich glücklich. Nico, Sie ist in Frieden gegangen. Sie konnte sich noch von jedem von uns verabschieden. Vielleicht ist dir das ein kleiner Trost. Hauptsache, du warst bei ihr. Ich sehe mal nach Konstantin. Elisabeth, ich muss dir sagen, was wirklich passiert ist. Dass ich Jana mit Sarah betrogen habe und... Aber doch nicht jetzt. Sie hat gerade ihren Vater verloren. Und jetzt ihre Schwester. Das würde sie doch nicht verkraften. Danke. Das hätte ich sonst an der Uni alles noch mal kopieren müssen. Ich bin im Moment echt schusselig. Kein Wunder bei dem süßen Typen. Na, dieser Fabian. Dieser findet ihn ja auch ganz schnuckelig. Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich brauche dringend noch einen guten Wein. Die haben mich heute Abend zum Essen eingeladen. Christian und dieser Olli, genau. Na dann mal los. Ciao. Ciao. Hey, Gast 84. Hab gehofft, dass du online bist. Hattest du Gelegenheit, mit deinem Süßen zu reden? Hey, Halunke. Gelegenheit ja, hab aber kein vernünftiges Wort rausbekommen. Wenn ich so weitermache, merkt er von selbst, wie sehr er mich verwirrt. Muss heute auch noch den ganzen Abend mit ihm verbringen.
Wenn du vor ihm wegläufst, findest du nie raus, was er dir bedeutet. Ein gemeinsamer Abend ist doch gut. Versuch mal, ein bisschen unverkrampfter ranzugehen. Leicht gesagt, ich weiß. Aber nur so findest du raus, was du fühlst. Hast recht. Bin so durch den Wind, dass ich überhaupt nichts mehr weiß. Der Abend ist tatsächlich gut, um rauszufinden, was bei mir abgeht. Vielleicht schaffe ich es ja mal, in ganzen Sätzen zu reden. Treffe meinen Traumtypen heute Abend auch. Muss mich allerdings zusammenreißen. Er soll nicht direkt merken, wie verrückt er mich macht. Meld mich morgen wieder. Viel Glück. Das werde ich brauchen. Da ich selbst Kinder habe, kann ich natürlich nur hoffen, dass Adrian Degenhardt für seine Skrupellosigkeit zur Rechenschaft gezogen wird. Ihr Kindermädchen konnte also gerade noch verhindern, dass Sie ein eigenes Opfer aus der Familie zu beklagen hatten. Ja, richtig. Wenn Inga hier nicht so umsichtig gewesen wäre, dann hätte Degenhardt den Tod meiner Nichte verursacht. Graf Landstein, unsere Leser würden sich sehr über ein Foto von Ihnen mit Ihrem Sohn zusammen freuen. Ja, natürlich, das denke ich mir. Ja, eigentlich darf natürlich die Heldin des Tages nicht fehlen. Kommen Sie mal mit ins Bild. Ich weiß nicht, Herr Graf. Ja, stellen Sie sich nicht so an. So, ich glaube, das reicht für den Kleinen. Bringen Sie ihn mal nach Hause. Gerne. Graf Landstein, wie kommt es eigentlich, dass die Mutter Ihres Sohnes immer noch auf freiem Fuß ist? Das ist in der Tat eine gute Frage. Wäre das nicht mal eine Recherche wert, Herr Schmidt? Durchaus. Schön. Wir waren ja ohnehin fertig, nicht wahr? Einen schönen Tag noch. Du lässt Hannes nicht mehr von Bodyguards bewachen? Warum sollte ich, Tanja? Du bist nur auf Kaution draußen. Hast keinen Pass, kein Geld. Denkbar schlechte Ausgangsposition, um mein Kind zu entführen, nicht wahr? Komm, lass uns nicht mehr streiten. Ich weiß, dass ich zu weit gegangen bin. Wenn du mir das Besuchsrecht einräumst und die Nebenklage fallen lässt... Bitte, Tanja, mach dich nicht lächerlich. Hannes braucht seine Mutter. Hannes ist ohne seine Mutter besser dran. Wie dumm von dir, Ansgar. Wie dumm. Ich habe gehört, du hast dich mit Elisabeth gestritten. Worum ging's denn? Elisabeth. Sie will nicht begreifen, dass ich morgen auf Janas Beerdigung Leonhard nicht dabei haben will. Was wird Nico dazu sagen? Ist sie schon in Düsseldorf? Ja. Hast du ihr gesagt, was zwischen Jana und Leonhard vorgefallen ist? Nein. Das Mädchen hat schon genug zu verkraften. Und wie willst du ihr dann erklären, dass du Leonhard ausschließt? Nico, schön, dass du da bist. Ich habe ein paar Bilder von Jana mitgebracht. Ich dachte, Arno will vielleicht eins mit mir aussuchen für morgen. Ich bin oben. Wenn ich gewusst hätte, wie wenig Zeit Jana bleibt, ich hätte viel mehr Fotos von ihr gemacht. Schau mal, es ist, als wir hier eingezogen sind. Erinnerst du dich? Manchmal hätte ich Achim liebend gern den Hals umgedreht, weil ich euch an der Backe hatte. Und hier, das ist unser letzter Geburtstag. Und das hier ist mit Leonhard. Ich habe sie noch nie so glücklich gesehen. Wie kommt er eigentlich damit klar, dass er zum zweiten Mal seine Frau verliert? Nico, ich muss dir etwas sagen. Wegen Leonhard. Du hast mir versprochen, dass du sie glücklich machst. Warum hast du sie betrogen? Sie hat dich geliebt. Und du hast ihr das Herz gebrochen. Warum hast du das getan? Du hast sie umgebracht.
jetzt, wo ich ausziehe, entdecke ich ungeahnte Talente meiner Mitbewohner. Christian kocht leider nur für Frauen. Ihr müsst mich unbedingt in meiner neuen Wohnung besuchen kommen. Der Garten ist einfach der Hammer. Das kannst du nicht machen. Ich kann ohne das Teil nicht leben. Sorry, Jungs. Ich genauso wenig. Und da es meiner ist? Oh, entschuldige. Hi, ich bin Judith. Du musst Olli sein. Nein, ich bin der Falsche. Einschmeicheln musst du dich bei den beiden. Viel Glück. Mit den beiden bist du bei mir genau richtig. Oh. Sorry, Olli verbreitet überall Chaos. Was spinne ich? Man kann mich Mr. Clean nennen. Davon träumt er. Hi, Olli. Hallo. Sag mal, willst du dir das wirklich antun? Die beiden sind wie ein altes Ehepaar. Okay, was muss ich tun, um das Zimmer zu bekommen? Hast du einen DVD-Player? Sag jetzt nichts Falsches. Habe ich doch richtig gehört. Erst versuchen Sie, meine Tochter umzubringen und jetzt wagen Sie es, hier aufzutauchen? Können Sie endlich mal aufhören, auf diesem Schwachsinn rumzureiten? Justus, den Sicherheitsdienst. Zu Diensten. Dieser Skandal hat mich meinen letzten Cent gekostet. Ich bin pleite, bankrott, Feierabend. Ach, dann sind Sie hier, weil Sie um Geld betteln wollen? Muss eine harte Erkenntnis für dich sein. Ohne deine Millionen bist du ein Niemand. Das hast du dir auch noch selbst eingebrockt. Was würde es für einen Sinn machen, mein ganzes Vermögen in ein Produkt zu stecken, das kleine Kinder vergiftet? Nicht sehr gewinnversprechend, oder? Die Gründe für Ihr Handeln interessieren mich herzlich wenig. Und jetzt raus hier! Ich wurde reingelegt, und zwar von Ansgar. Er hat dafür gesorgt, dass die Zutaten von Food for Little vergiftet sind. Natürlich, die Geschäfte laufen nicht gut und Ansgar ist schuld. Er hat dich zur Trinkerin gemacht, schon vergessen? Nein. Und ich habe auch nicht vergessen, dass du mich benutzt hast, um dich an Ansgar zu rächen. Sie wollten mit einem minderwertigen Produkt das große Geschäft machen und sind aufgeflogen. Den Rest, den besprechen wir vor Gericht. Er hat es mir doch gerade selbst ins Gesicht gesagt. Und das sollen wir ihm glauben. Ausgerechnet ihm. Sie wollen nur nicht wahrhaben, dass dieser Dreck aus Ihrer eigenen Familie stammt. Finger weg! Was war das denn? Dass Ansgar kein Unschuldsengel ist, das wissen wir. Aber dass er das Leben von Kindern aufs Spiel setzt, um Degenhardt eins auszuwischen? Niemals. Warum hast du sie dann überhaupt geheiratet? Ich wollte mein Leben mit ihr verbringen. Ich habe sie geliebt. Und meine Gefühle für Sarah. Nico, du musst mir glauben, ich habe wirklich versucht, dagegen anzukämpfen. Aber gerade du müsstest wissen, dass das unmöglich ist. Du willst das ja jetzt wohl nicht mit Andi vergleichen. Du warst schon vor der Hochzeit scharf auf Sarah. Und du hättest Jana niemals so ein Versprechen geben dürfen, wenn du dir nicht 100%ig sicher warst. Ja, genau. Und mit dieser Schuld muss ich jetzt leben. Mein Leben lang. Und Jana ist dran gestorben. Ich will dich nicht mehr sehen. Und schon gar nicht auf Janas Beerdigung. Manu hat recht. Wenn du ja auch nur einmal ein bisschen Respekt erweisen willst, dann bleib weg. Degenhardt war von hier. Er wollte uns weismachen, dass Ansgar ihn reingelegt hat. Er will dich dazu kriegen, die Anzeige fallen zu lassen. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, dass Ansgar mit Degenhardt ja noch einige Rechnungen offen hat? Willst du damit sagen, er könnte tatsächlich dahinter stecken? Glauben Sie wirklich, Ansgar bewegt sich auf dem gleichen kriminellen Niveau wie Degenhardt? Immerhin ist er zweimal mit einer Schusswaffe auf ihn losgegangen. Von dem Angriff mit dem japanischen Schwert kannst du schweigen. Ansgar ist selber Vater. Er würde niemals Kinder in Lebensgefahr bringen. Nein, aber er war regelrecht panisch, als er dachte, Sophia hätte von der Milch getrunken. Und das macht doch nur Sinn, wenn er von den verdorbenen Zutaten wusste. Er wusste, dass die Milch von Degenhardt kommt. Das reicht doch, um misstrauisch zu werden. Die Labortests, die haben das eindeutig bewiesen. Trotzdem, Degenhardts Argumente sind nicht ganz von der Hand zu weisen. Warum sollte er sich selbst geschäftlich schaden? Um ein paar Euro Produktionskosten zu sparen oder warum? Ich habe keine Ahnung, was in seinem kranken Kopf vorgeht. Aber ich hoffe, dass er dadurch endlich aus dem Verkehr gezogen wird. Und du?
Machst du noch was anderes außer Kellnern? Ich habe nächste Woche meine Aufnahmeprüfung an der Sporthochschule. Wow. Ich habe gehört, die sollen echt hart sein. Sag mal, was macht denn eigentlich der Nachtisch? Der müsste doch längst fertig sein. Olli denkt übrigens immer nur ans Essen. Abgesehen vom DVD-Player. Am besten du besorgst dir gleich einen eigenen Kühlschrank. Ich weiß eben was Gutes. Mann. Mama, das und das Wasser. Oh, du gehst so spät noch aus? Ja, die Telefone stehen nicht still. Seit dem Skandal klopfen Degenhardts Vertragspartner bei uns an. Ach ja, für so einen Triumph nimmt man manches in Kauf, nicht wahr? Degenhardt war heute hier. Er behauptet doch tatsächlich, du hättest seine Säuglingsmilch vergiftet. Was soll ich sagen? Es stimmt. Ich habe Degenhardt dazu gebracht, dass er uns Food for Little vor der Nase wegschnappt. Anschließend musste ich ihn natürlich überreden, dass er verdorbene Lebensmittel für seine Produktion einkauft. Das alles war noch relativ leicht, aber wie ich es dann fertiggebracht habe, ihn unter Einsatz telepathischer Fähigkeiten dazu zu bringen, uns ein Probefläschchen zu schicken, damit Carla richtig sauer wird und seine Pressekonferenz versaut, das war schon eine Meisterleistung. Das traust du mir alles zu? Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast. Aber ich weiß, dass dir für die Rache an Degenhardt jedes Mittel recht ist. Du bist verbittert, weil dir Vaters Erbe durch die Lappen gegangen ist. Aber weißt du, dass du jetzt schon versuchst, mithilfe Vaters Erzrivalen mich loszuwerden? Ich werde die Beweise finden. Schön. Wenn du nichts dagegen hast, werde ich bis dahin arbeiten. Ich leite ein Familienunternehmen. Ja, eine Verbrennung 3. Grades ist es nicht. Wir haben noch Bandsalbe im Bad. Ich bin gleich wieder da. Tja, der Nachtisch ist wohl nichts. Ich könnte nur noch einen Fertigpudding anbieten. Trotzdem Bock, bei uns anzuziehen? Klar, nur seid ihr sicher, dass ich euch beide nicht störe? Quatsch, ich finde, du passt super in unsere WG. Versteh mich nicht falsch. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Nur glaube ich, dass ihr in der Phase seid, wo man lieber noch zu zweit ist. Was für eine Phase? Man sieht es euch beiden deutlich an, dass ihr frisch verliebt seid. Auf dich, liebste Stiefmutter. Du hast ja nicht im Ernst, dass ich Spuren hinterlasse. Mich interessiert ausschließlich Degenhardt. Durch das kontaminierte Pulver, was wir seinem Babypumps beimischen, wird er bald wirken wie der größte Babykiller aller Zeiten. Und jeder wird denken, er hätte am falschen Ende gespart. Tja, ich fürchte, von dem Ruf wird er sich wohl nie wiederholen. Hauptsache, das Zeug kommt nicht doch noch in den Handel. Nein, nein, natürlich nicht. Du bist so dämlich, dass es weh tut. Nur ein krankes Ego wie du posaunt seine Pläne dermaßen in der Weltgeschichte herum. Umso besser für mich. Denn du tust ab jetzt, was ich sage.